Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute geht es um das Thema Preise bei HiFi. Schön, dass ihr da seid. Direkt am Anfang der Hinweis, wenn noch nicht geschehen, abonniert am besten diesen Kanal und sinnvollerweise mit Glocke, damit ihr keinen Beitrag mehr verpasst. Und wie immer freue ich mich natürlich über eure Likes und speziell bei diesem Thema natürlich über eure Kommentare. Die meisten, die sich mit dem Thema HiFi beschäftigen, die haben ja irgendwie nach einiger Zeit auch so eine gewisse Reise hinter sich. Also es werden so nach und nach Komponenten ausgetauscht und irgendwie erhofft man sich davon ja immer auch eine klangliche Verbesserung. Und wie bei anderen Entwicklungen auch, so gibt es dann auch hier bei der Anlage so einen Punkt, das ist dann irgendwie so ein Plateau und dann fragt man sich, ja, was bringt mir das jetzt noch, wenn ich da was ändere? Ist das noch sinnvoll? Bringt mir das noch was? Ändert sich da noch was zum Positiven? Oder fängt dann irgendwann schon, ja, ich sag mal, die Absurdität an, hat das alles überhaupt keinen Zweck mehr? Ein maßgeblicher Begleitumstand in dem Punkt kann sein, dass eine zweite Person in puncto Design oder Preis mitredet oder mitreden möchte. Bei so einer Diskussion, speziell zum Thema Etat, kommt es dann schnell wirklich zu der Frage, was ist noch vernünftig, was ist irgendwie noch begründbar oder wo wird es einfach völlig absurd. Und diese Diskussion ist natürlich ja immer auch schnell getriggert vom zeitlichen Umfeld, so im Bereich von HiFi-Messen, wie es gerade zum Beispiel bei der High-End, die wir gerade hinter uns haben. Hier konnten wir zum Teil Sachen sehen, die irgendwie ausschließlich für Scheichs oder für Oligarchen gemacht schienen. Und ja, an der Stelle aber trotzdem der Hinweis, also ich will niemandem vermiesen, viel Geld für HiFi auszugeben. Und ganz klar auch nochmal der Hinweis, wer über Preise den Kopf schüttelt, gehört für das jeweilige Produkt per se nicht zur Zielgruppe. Mein erster US-Distributor hat mir ungefähr 1998 gesagt, HiFi-Business, das ist wie Drogenbusiness. Du fängst an zu konsumieren, wirst süchtig und ehe du dich versiehst, verkaufst das Zeug selber. Ich muss sagen, er hat irgendwie auch so ein bisschen recht, weil da verwischen sich auch die Preisgrenzen und das kriegt ein anderes Verhältnis. Okay, kommen wir zurück zur normalen Situation. Was macht Sinn? Was für eine Geldausgabe bringt einen weiter? Und wo hört das auf? Da stellt sich dann wirklich die Frage nach Referenzen. Und ich selber habe eine natürlich willkürliche, subjektive Vergleichsausgabe herangezogen, die aber tatsächlich auch die verschiedenen Lebensphasen mit berücksichtigt. Weil irgendwie entwickelt man sich auch insgesamt weiter und nicht nur im Punkt HiFi. Es gibt in den verschiedenen Lebensphasen verschiedene sinnvolle Grenzen für die Höhe dieser Ausgabe. Und es handelt sich um, tada, den Preis einer kompletten Küche. Als Student oder Azubi fängt man vielleicht an mit ein paar geschenkten Küchenmöbeln und holt sich vielleicht einen neuen Kühlschrank und einen neuen Herd. Ja, später gibt es dann die Phase, da hat man die erste Küchenzeile aus dem Möbelmarkt. Das wird dann später umgewandelt in der nächsten Wohnung, in der nächsten Phase zur vielleicht kompletten Einbauküche. Die wird dann irgendwann aufgestockt, später mit einer Granitplatte und so weiter und einem Dunstabzug im Kochfeld. Und vielleicht landet man dann irgendwann bei einer kompletten Vollholzküche mit Weinkühlschrank, was auch immer. Also es gibt da jedenfalls so Phasen. Diese Phasen sind gekoppelt natürlich an die Einkommenssituation, weil wenn man sich da nicht weiterentwickelt, dann ist das auch irgendwie immer müßig, darüber nachzudenken, ob man mehr Geld für eine Küche ausgibt. Wenn wir in diesem subjektiven preislichen Zusammenhang bleiben, ist natürlich schon klar, dass in einer Phase, wo man vielleicht küchenmäßig eher auf Spanplattenniveau ist, dass es da weniger Sinn macht, über eine HiFi-Anlage für den Preis eines Mittelklassewagens nachzudenken. Ich selber bin ja jetzt inzwischen 35 Jahre dieses Jahr tatsächlich auf der Seite der Anbieter. Und ja, was meine Einkommenssituation angeht, hat sich da Gott sei Dank auch ein bisschen was getan. Ich habe aber auch lange genug im sozialen Wohnungsbau gewohnt, speziell als Student. Und ich kann diese Gedanken, die man sich da macht, wirklich absolut nachvollziehen. Für mich muss jedes Gerät in seiner eigenen Preisklasse eine richtig gute Performance haben. Anders kann ich mich mit dem, was ich da tue, nicht identifizieren. Bei den Produkten ist klar, das sind natürlich zum Teil auch bei mir Produkte in unterschiedlichen Preisklassen für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Anders macht das keinen Sinn. Je länger ich mir diese Parallelität zur Küchenanschaffung angeschaut habe, je schlüssiger fand ich das, aber das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung, das ist schon klar. Die Frage ist, wie seht ihr das? Wo wird's für euch absurd? Womit seid ihr glücklich? Wo hört für euch eine sinnvolle Preisklasse auf? Was passiert da bei euch? Lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Ich bin da wirklich super neugierig.
Ja, das war's dann auch schon. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.